So, es ist Tag 4 von der ehrlichsten Diktier-App rauszubringen, die es aktuell gibt. Und ich habe Fortschritte an meiner App gemacht. Die Grunddinge sind drin, es funktioniert noch nicht alles und vor allem, wie es optisch dargestellt wird, muss noch angepasst werden. Aber das Gerüst steht und die Webseite, die erste Version davon, steht auch schon. Und ich zeige dir das Ganze jetzt einfach schon mal, weil wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir vorbereitet, dass man den primären Anbieter und den Fallback-Anbieter auswählen kann. Also kann jetzt sagen, hey, hier, ich will Glydia und dann das Fallback OpenAI und dann der zusätzliche Fallback, wo jetzt hier nicht angezeigt ist das lokale Modell, wo du hier auch auswählen kannst, welches der vielen, das du willst, damit es halt einfach immer der Text verarbeitet wird. Es geht halt nur länger, aber wie oft dass ich es gehabt habe, dass die Internetverbindung irgendwie unterbrochen wird und es dann nicht klappt, hat mich so oft schon genervt und dann war es dann weg und dann konnte ich es nicht einmal mehr wiederherstellen, weil die Audio weg war. Und so hast du es garantiert, dass das Transkript immer erstellt wird, wo dann auch mit den Hotkeys hier funktioniert, wo du dann definieren kannst zu whatever du den willst, mit Halten, Umschalten oder sogar freihändig, also damit du es toggeln kannst, von dass du einfach nur drauf lossprechen kannst, ohne dass du eine Taste klicken musst. Ein erneut Einfüge-Button, wo wie ein eigenes Clipboard ist. Damit es nicht hier von Windows, zeigst du es an, ja hier drüben, das zeige ich jetzt besser hier nicht. Da ist noch ein API-Key, habe ich gerade gesehen, aber es ist nicht der ganze Moment. So, jetzt spielt es hier weniger Rolle. Das ist ja von Windows, das Clipboard-Menü, was die Dinge zwischenspeichert. Und das ist auch der große Vorteil. Bei anderen Anbietern hat es auch schon, dass halt das immer wieder zerschossen wird. Und dann wird alles in diese Zwischenablage gespeichert, was auch einfach nervig ist. Deshalb hat WiseType seine eigene Zwischenablage und hat auch seinen eigenen Shortcut, Hotkey, damit man es wieder einfügen kann, falls all die Sicherheitsmechanismen, die ich eingebaut habe, von der Erkennung, wo der Text hin soll, nicht greifen sollte, kann man es immer noch manuell einfügen. Oder, wofür ich es persönlich mehr nutze, ist einfach, wenn ich denselben Text mehreren Orten einfügen will. Für das ist das gut. Und dann gibt es auch ein Wörterbuch-Hotkey. Also hier beim Wörterbuch ist jetzt aktuell nur WiseType drin, aber da kann man noch einen Shortkey definieren, damit man ein Wort, wie hier drüben zum Beispiel nur Dictation, auswählen kann, den Shortcut hitten und danach kommt es dann automatisch in das Wörterbuch hinein, weil bei den anderen hatte ich es auch immer so, ja, ich muss die App dann öffnen und dort reinzugehen, wenn ich ein Wort hinzufügen will, das scheißt mich dann an, darum füge ich das Wort nicht hinzu und genau deshalb gibt es diesen Shortcut, damit man checkt, dieses Wort hat jetzt nicht sauber funktioniert, man tippt es selbst ein, fügt es kurz in das Wörterbuch hinzu und danach ist es drin, ohne dass man die App überhaupt öffnen muss. Und dann gibt es noch ein Befehlsmenü oder Befehlsmodus-Hotkey, wo halt dann einfach ermöglicht, noch wie eine eigene AI zu haben, die einem hilft, die Dinge zu verbessern. Aber das kommt dann noch. Ist auch, wenn du meistens braucht man das nicht. Das ist einfach ein Feature, was andere auch haben und manchmal praktisch sein kann. Dann natürlich bei der Audio ist es möglich, ob man einen Ton abspielen lassen will. Also ja gut, das hört man jetzt wahrscheinlich nicht durch das Mikrofon und das Noise Gain, was dann rausnimmt, aber auf jeden Fall macht es einen subtilen Ton, den ich noch angenehm finde, plus die Media wird automatisch pausiert, wenn man anfängt aufzunehmen und fängt dann auch wieder an abzuspielen, was natürlich ultra praktisch ist, weil das nutze ich so oft, dass ich hier halt einfach am Musik hören bin, bla 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 bla, und danach will ich irgendwo reintippen und dann mag ich doch nicht jedes Mal die Musik zu pausieren und dann einen Shortcut zu hitten, um dann reinzuladen und dann einen Shortcut wieder zu hitten, um dann die Musik wieder zu starten. Und deshalb checkt es automatisch, dass sobald man einen Shortcut hittet, pausiert die Musik, man spricht und sobald es ins Transcribing rübergeht, also nicht erst, wenn der Text da ist, sondern sobald du fertig bist mit dem Sprechen, kommt die Musik automatisch wieder hervor. Und dann haben wir da die Verarbeitung, wo man noch sagen kann, hey, wie soll das Ganze verarbeitet werden, um da noch Custom Prompts hinzupacken oder halt einen Standard-Prompt, wo hier noch Vorlagen reinkommen, muss ich noch machen. Und dann hier auch dieses Overlay, also wenn ich jetzt hier das mache, siehst du das da hier, wo, so wie es halt aktuell aussieht, beziehungsweise das ist noch von der alten Version, wo dann da auch seinen eigenen Editor halt hat, damit man das einstellen kann, ob man das ganz minimal will, also jetzt hier beim Aufnehmen so, wo man auch die Punktfarbe dann anpassen kann oder Standard, wo halt Aufnahme ist, kann man auch anpassen für eine Stopptaste hinzuzufügen, die Position auszuwählen, dass man halt all diese
Möglichkeiten hat, sich das zu personalisieren, wie es einem am besten gefällt und man es auch nutzen will. Oder vielleicht ist es auch mehr dieses Wellenform, also die hier, die sind, das braucht noch eben etwas Feinschliff, damit das besser aussieht. Aber ja, so kann man das halt anpassen. Dann die Modelle habe ich schon gezeigt und dann hier noch die API-Keys. Aber das ist jetzt auch mehr für die Advanced. Also wenn ich da in die Einstellungen hineingehe, kann man auch die einzeln toggeln, wenn man da hier drüben schaut. Also dann siehst du, wie die da verschwinden. Oder man kann den erweiterten Modus herausnehmen und dann ist es wirklich ganz simpel. Du hast ja einen Verlauf, du hast ein Dashboard und ein Wörterbuch aktuell. Und das ist das, was die meisten Menschen wahrscheinlich nutzen werden. Weil ich will nicht so wie OpenWhisper fällt mir da zum Beispiel gleich ein. Dort komme ich rein. Und ich bin ja technisch kenne ich mich relativ gut aus. Und ich bin 4 von dem PC und ich mache auch gern so Dinge zum Herausfinden. Aber das ist jetzt einfach so etwas, als ich das erste Mal geöffnet habe und das zweite Mal und das dritte Mal und auch noch beim 10. Mal, hat es mich immer noch überfordert, was hier abgeht, was da passiert. Und genau das will ich nicht. Ich will, dass diese App der ganz normale PC-User benutzen kann, sie herunterlädt und sie direkt funktioniert, er sich um eigentlich nichts kümmern muss, die Standardeinstellungen machen kann und der Rest ist weg. Aber ich will auch die Pro-User abholen, damit die dann auch sagen kann, hey, ja, ich will Advanced Features, ich will meine eigenen API-Keys bringen und so weiter. Und dann besteht auch diese Möglichkeit dazu, damit es halt einfach diese Vielfalt gibt und man das wirklich anpassen kann für jeweils den eigenen Nutzen, wie man es auch wirklich will. Und das finde ich halt einfach Freiheit, die für mich eine App auch haben muss. Und dann kommen wir jetzt hier noch rüber zur Webseite. Und können wir da die Cam so hinstellen? Ja, machen wir das so. Es ist da hier auf Englisch, wird dann auf Deutsch und auf Englisch sein, aber so vom Ding her mal die allererste Version, wo da auch ist dieses Cursor-Pinning, das habe ich im Video vorgestern gezeigt. Schau dir am besten Tag 2 an, dann siehst du das Ganze schon einmal. Und dann auch mit dem Multi-Provider-Fallback, da bisschen den Dingen, wie groß das ist. Das sind noch nicht die finalen Daten, aber das ja, kommt halt schon irgendwo dann dort final hin, was halt ultra wenig ist vergleichsmäßig. Und dann die Transparenz, also ich teile genau, was es kostet. Der Code ist auf GitHub, wo er einsehbar ist und lokal kann man es komplett kostenlos benutzen. Hier ein bisschen Vergleichstabelle, die Story dahinter, wo dann noch ein Blogpost kommt, wo hier zu dieser Playlist drüber verknüpft ist und das Pricing, wo es viele Möglichkeiten gibt. Das meiste wird entweder gratis oder basic sein. Und das da hier ist einfach ja für die Pro-User eigentlich, dass man eben Bring Your Own Key, Free Account, Pro-Modell, für wenn man bessere Modelle will. Hier auch nochmals die Kosten aufgelistet, was mich das kostet, wie viel das Profit effektiv ist für ein Abo. Und ja, das ist so die Webseite, die ich jetzt heute auch nochmals aufgesetzt habe. Und das ist richtig schön. Also das freut mich auch einfach hier das noch gemacht zu haben, weil ich war so um 20 Uhr, ja, soll ich jetzt heute früher runterfahren? Ja, nee, ich setze mich jetzt noch hin und warte noch bis 23:30 Uhr hier an der Webseite dran, um die Grundfunktion oder Grundwebseite mal dafür aufzusetzen. Und ja, da sind wir jetzt. Das ist jetzt der Stand von dem Ganzen, wo ich dann morgen bei beiden Orten noch mehr in den Feinschliff gehen kann und das mehr optimierten und auch einfach ja, angenehmer zu machen. Das es hat einfach Bock, diese App auch zu benutzen. Und jetzt fängt der spaßige Teil erst so richtig an, weil davor war es halt klar, einen Plan zu machen, wo halt einfach der jetzt mal abgearbeitet werden musste, wo Zeit gekostet hat und dann, ja, gebraucht hat. Aber jetzt steht das Fundament und jetzt kann ich da drauf aufbauen und das ist immer die Arbeit, die mir am meisten Spaß macht, aber natürlich auch mehr Fokus und Konzentration wiederum benötigt, wo es aber auch so gut passt, weil gestern, ja, war das nebenbei mehr, weil ich viel mit dem Content gemacht habe und das ganze System überarbeitet habe. Und heute, ja, ich hatte noch ein paar Fehler im Content-System drin, also durfte ich dann die nochmals überarbeiten und dort fixen und optimieren, damit es wirklich aufgeht. Und dann, ja, Best Case sollte das jetzt morgen wirklich so durchlaufen, wie ich das gestern präsentiert habe, dass ich nur noch 4 Steps habe
und danach ist mein ganzer Content gemacht und geplant und durch und das ist das Ziel, worauf ich hinarbeite und vielleicht wird es morgen wieder noch irgendwelche neue Fehler wiederfinden, wo ich dann die noch anpassen darf, aber ich weiß, es geht weiter und werde es schaffen. Irgendwann werde ich an diesem Punkt sein, damit ich auch endlich diese ganze Kapazität danach frei habe, für noch mehr in Wise-Type reinzugehen, wo wir jetzt Freitag haben. Das heißt, ich habe dann noch Freitag, Samstag und Sonntag zur Zeit, um dann am Montag das Ganze zu launchen. Ich hätte gedacht gehabt, wenn du dir Tag 1 anschaust, ja, ich bin dann besser drin, sozusagen, als ich jetzt bin, aber es macht auch Sinn, weil ich einfach viel am Fundament gearbeitet habe und halt Content noch dazwischen war und mein typisches Muster reingekommen ist von, hey ja, komm, wir machen jetzt hier noch viele andere Dinge, anstatt mich wirklich voll auf das zu konzentrieren. Aber genau deshalb mache ich ja auch das Video, weil das habe ich auch gespürt, richtig, durch dass ich noch gewusst habe, hey, ich werde später noch ein Video aufnehmen, ja, aber ich will die Webseite zeigen und genau deshalb habe ich mich dann um 20 Uhr noch angefangen, an die Webseite dran zu setzen, damit ich jetzt da auch die erste Version davon zeigen konnte. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was ich jetzt morgen schaffen werde, weil ich muss auch noch hier die Fäden in meinen Finger ziehen gehen, dann kann ich dann auch ein bisschen mehr tippen wiederum, hoffe ich jetzt mal, weil genau dafür war halt Wise-Type jetzt so gut, weil ohne Wise-Type, ich hätte einen Bruchteil von den Dingen hingekriegt, weil ich nicht mit dem Sprechen hätte kreieren können und alles hätte tippen müssen und dann links gut und rechts dann so mit 2, 3 Fingern und da hier Schmerzen und unangenehm. Ja, war schon gut, dass ich diese App davor schon gemacht habe und vor allem auch nicht mehr so viel dafür bezahle. Und genau diese Möglichkeit will ich dir halt auch geben durch diese App. Und ja, das wär's eigentlich schon. Dann sehen wir uns morgen wieder, wo dann hoffentlich mehr der Feinschliff in der App gemacht wurde. Nicht nur hoffentlich, sondern wird. Es hat nur die Frage, wie viel davon dann sich verändert haben wird und wie stark, dass man es sieht und wie viel das einfach nur wieder im Hintergrund ist, dass man es gar nicht wirklich zeigen kann, weil das ist halt einfach auch so ein Punkt, der frustriert mich zum Teil an dem Ganzen. Von man macht und macht und macht und hat dann nicht wirklich ein Ergebnis am Abend davon, was sich jetzt verändert hat. Es ist nicht wirklich greifbar, weil wenn man handwerklich irgendetwas macht, dann fängt man ja an und am Abend sieht man, was passiert ist, was man alles geschafft hat. Und beim Programmieren und Systembauen und so ist das etwas, was nicht immer der Fall ist, sondern was auch lange Zeit so ist, wie das auch sonst beim Persönlichen, im Leben allgemein ist, dass man lange baut, das Fundament aufbaut und man sieht quasi nichts. Es verändert sich quasi nichts, wie wenn man mein Leben anschaut. Über die letzten Jahre hat sich nicht viel verändert. Ja, ich habe mir da mal eine Pocket gekauft, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft, einen neuen Stuhl so und sonst bin ich immer noch viel zu Hause und hat sich sozusagen, wenn man von außen da drauf schaut, nicht viel verändert. Aber trotzdem hat sich unglaublich viel verändert und zwar in mir drin, von was ich mache. Also wie ich ja mit AI viel mehr gelernt habe umzugehen, wie ich meine eigene Webseite aufgebaut habe, wie ich ein Content-System aufgebaut habe, wie ich jetzt meine eigene App am Aufbauen bin, wie ich mein eigenes RAG, also Wissensdatenbank sozusagen aufgebaut habe und angefangen habe, wieder mit der Drohne zu fliegen und, hat sich halt dadurch doch echt viel verändert und ich da auch beobachten kann, wie sich schon viel verändert hat, was man nicht wirklich sieht und das jetzt wie im Außen, also im Innen hat sich viel verändert und im Außen zieht das Ganze jetzt noch nach. Und auch bei der Software ist es genauso, wie ich Software baue, wo ich jetzt am Anfang stark das Fundament baue, weil ich weiß, wenn ich Wise-Type jetzt sauber mache, Normen daraus extrahiere, die App-Shell damit überarbeite, weiß ich, dass die nächste App viel schneller gehen wird, weil das meiste dann schon steht und dann keine Arbeit mehr wie benötigt, die Normen stehen und ich mich dann effektiv nur noch um die Module darauf konzentrieren kann, damit die funktionieren, also um die effektive Funktion von der App, dann habe ich nicht mehr solche Darstellungsprobleme, optische Dinge, visuelle Dinge, ja, ich habe jetzt 3 unterschiedliche Worte für dasselbe gebracht, kann man machen. Eigentlich habe ich mehr gemeint, hat
ja, wie es funktioniert, wie es aussieht, wie es Abstände sind. Das ist schon wieder halt einfach designtechnisch, das kann ich outsourcen und danach auch von wie es gemacht wird, weil auch wie oft, dass ich jetzt Probleme hatte, mit der 'ner neuen Version zu machen und dann zu öffnen und es hat trotzdem nicht die neue Version geöffnet und dann einfach all solche Dinge, wo ich jetzt antreffe, wo, wenn ich die jetzt nachhaltig fixe, mir halt langfristig unglaublich viel Zeit einsparen werden und sich's daher immer wie schneller und wie schneller und wie schneller gehen wird, wo auch wieder hier das Prinzip vom gestrigen Video, schau dir das am besten an, von einmal viel Zeit zu investieren, um danach massiv viel Zeit und Energie wiederum zu sparen, weil einmal das System sauber gemacht geworden ist. Weil jetzt auch heute, es war so gut, wo ich mit Claude zusammengearbeitet habe, wie er so war: „Ja, also das ist jetzt so ein bisschen eine größere Sache. Lass uns das besser irgendwie auf nächste Woche oder in die nächste Session oder so machen.“ Und ich war so: „Nein, warum sollte ich das später noch einmal aufgreifen, wenn man das auch jetzt einmal sauber angehen kann, anschauen, identifizieren und danach nachhaltig lösen, damit man das nicht in der Zukunft noch mal das Thema aufreißen muss, wenn man ja jetzt schon gerade voll dort drin ist und dann halt einfach diese Fehler mitschleift und die ganze Zeit es einem wieder Zeit und Energie kostet, wo für mich überhaupt nicht im Verhältnis sind, wo ich besser hier so, ja, jetzt so viel Energie investiere oder beziehungsweise gäbe es wie 2 Varianten. Entweder ich investiere jetzt hier so ein bisschen Zeit, damit es funktioniert. Wie zeige ich das? Man sieht's eigentlich gut. Doch, so sieht man's gut. So ein bisschen Zeit und wieder ein bisschen und wieder ein bisschen und wieder ein bisschen und wieder ein bisschen und wieder ein bisschen. Oder ich investiere jetzt mehr Zeit, damit es danach quasi keine Zeit mehr benötigt. Und das liebe ich. Das liebe ich, wenn Systeme so aufgehen, wenn ich einmal viel Zeit investieren kann, damit danach nachher das System quasi automatisch funktioniert, keine Wartung mehr benötigt, keine Energie, keine Zeit, keine Aufmerksamkeit oder irgendetwas, weil das System steht und es dann einfach funktioniert. Und da bin ich dran. Und da wirst du auch sehen, wenn du jetzt das Ganze weiter verfolgen wirst, wie das immer wie schneller gehen wird, dass ich eine neue App herausbringe, weil ich habe noch so viele App-Ideen in meinem Kopf oben, die von Dingen, die mich nerven, die mich stören, die ich herausbringen will, wo ich jetzt einfach das Fundament am Legen bin, damit es dann danach immer wie schneller und wie einfacher funktioniert, weil eben das Gerüst, das Fundament da ist, wo wie die Werkbank ich mir am Zusammenbauen bin, jetzt gerade mit dem ersten Projekt, was ich effektiv mache, um zu sehen, was ich alles für Werkzeuge auf meiner Werkzeugbank benötige.